Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir haben wieder unsere SF Survival Challenge am Start, ja, und wir sind tatsächlich jetzt schon in der 8. Folge, hätte ich nicht gedacht, aber wir geben auf jeden Fall Vollgas, denn für das heutige Video setzen wir uns das Ziel, diesen Gegner hier aus dem Leben zu scheppern. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen oder ob wir das schaffen. Ich gebe mein Bestes, weil ich glaube, ab jetzt wird es wirklich schon echt schwierig. Also den könnten wir noch schaffen. Der nächste, der gibt uns dann tatsächlich ein Epic, ja. Und das wäre natürlich sehr nice, wenn wir das irgendwie hinkriegen sollten, wenn wir den irgendwie besiegen könnten. Ja, ich würde noch einmal vorschlagen, dass wir vielleicht einmal blättern, dass wir vielleicht hier ein cooles Item noch kriegen, irgendwie eine coole Waffe. Aber ich bin mir auch unsicher, muss ich ehrlicherweise gestehen, ob ich im Zauberladen oder im Waffenladen blättern soll. Weil wir haben auch schon viele einigermaßen okay Sachen. Es geht natürlich immer besser, aber ich glaube, wir sind erstmal soweit ganz gut aufgestellt. Ich würde einmal im Zauberladen blättern wollen, um vielleicht ja, eine schöne Kette oder sowas zu kriegen. Das wäre ganz cool. Ansonsten, wir tryen einfach mal. Okay, es sind schon mal keine Tränke dabei. Was haben wir hier? Hier haben wir Stärke, Geschick. Das Doppelattribut ist immer nice, aber leider kostet das alles immer sehr viel Pilze. Hier haben wir Geschick und Ausdauer. Geschick bringt uns leider nicht ganz so viel. Wir haben es irgendwie mit Geschick, keine Ahnung warum. Aber Ausdauer 20 ist natürlich krass. Das bringt uns auch rein gar nichts. Hier haben wir Stärke, Intelligenz, ja. Was auch natürlich besser ist als das, was wir jetzt haben, zumindest von den Stat-Punkten her. Intelligenz und Intelligenzglück. Ja, das Spiel kategorisiert uns mal wieder in eine komplett falsche Richtung ein, hier habe ich das Gefühl. So, jetzt müssen wir erstmal unsere Quest hier erledigen, damit wir auch dementsprechend uns die Items leisten können, die wir jetzt hier gerade auch gezogen haben. So, hier nehmen wir natürlich den Pilz. Ist ja ganz klar, die Pilze hier mit die wichtigste Währung auf jeden Fall in diesem Projekt. So, und da haben wir auch hier genug am Start. Kriegen sogar noch ein Item. Mal gucken, was uns das bringt. Wir schauen mal, was haben wir hier? Stärke, Ausdauer. Ui, ui, ui. Okay, hier haben wir echt Glück mit. Okay, das ist ein sehr schönes Item. Hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt hier noch so Glück haben, was das angeht. So, jetzt muss ich mal gucken. Was haben wir hier bekommen? Geschick, Ausdauer. Ja, das müssen wir eigentlich mitnehmen. Das kostet zwar auch einen Pilz, aber den haben wir ja auch gerade gefunden vom Ding her, ne? Das kostet nur Gold und ist halt ganz gut gegen Magier. Da haben wir nochmal 10 Intelligenz mehr. Auf jeden Fall nehmen wir erstmal das mit, ja. Schade, dass das einen Pilz kostet, aber kannst du nichts machen. So, wir haben einen Geschicktrank dahinter rausgezogen und hier hätten wir Stärke, Int, tauschen wir gegen Ausdauer. Ja, das nehme ich mal mit, okay. Ja, da haben wir einen Int-Trank, aber ansonsten, ja, wie gesagt, ist es, glaube ich, nicht so klug, erstmal die ganzen Sachen hier für den Shop auszugeben. Und hier in der Alu haben wir ja jetzt auch ein ganz solides Item bekommen. Stärke, Ausdauer ist genau wieder das, was wir gebraucht haben. Und ja, damit würde ich sagen, gehen wir mal in den Dungeon rein. Ja, gucken wir mal, ob wir den hier noch besiegen können oder ob das jetzt hier schon unser Ende bedeutet und das Ende der Challenge. Wir riskieren es auf jeden Fall einmal. Wie gesagt, bisher noch keinen einzigen Death gehabt. So, ne? Deswegen geht das klar und wir schauen mal, ob das auch so bleibt. Verschlagener Vampir, let's go. Von den Stat-Punkten her sollte es eigentlich kein Problem darstellen. Ja, wir haben den Gegner natürlich auch wieder relativ ja, lange auf sich warten lassen, sag ich mal. Also es ist okay. Wir können hier den definitiv aus dem Leben räumen, sodass man sagen kann, ey, ja, in der nächsten Folge, da versuchen wir uns den Nachtghoul zu sichern. Aber ich glaube, der Nachtghoul ist jetzt wirklich nochmal so eine Etage höher, was so die Schwierigkeit angeht. Ich glaube, die ersten 4 Gegner waren immer auch relativ easy, sag ich mal. Aber der Nachtghoul, der stellt, glaube ich, schon eine ganz gute Herausforderung dar. Er gibt uns halt ein Epic. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel wert, wenn wir das bekommen würden.
und wir das tatsächlich auch überleben. Wir müssen schauen, dass wir auch irgendwie das alles hinkriegen, weil wir haben ja jetzt nur noch einen Tag hier diesen Stärketrank, den großen XXL, und wäre natürlich cool, wenn wir den auch irgendwie ja, damit maximal viel erreichen können in der Zeit, ne? So, ansonsten, ja, hier haben wir leider nicht viel, können wir nicht viel machen. Wir können noch mal hier einmal in die Arena schauen und suchen uns hier nochmal den schwächsten Gegner raus, dass wir hier ein paar Erfahrungspunkte noch mitnehmen. Wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, sind ja die Arena-Gegner meistens stärker als die Dungeon-Gegner, die wir bisher so eliminieren konnten. Und von den dreien ist jetzt er hier, glaube ich, der schwächste. Wenn man sich das Hauptattribut und die Ausdauer anguckt, dann würde ich sagen, macht es am meisten Sinn, ihn hier anzugreifen. Und das machen wir auch. Und ich denke mal, dass es hoffentlich kein Problem sein sollte. Wir sind in allen Belangen auf jeden Fall von den Statpunkten her stärker als unser Gegner. Deswegen ist das, denke ich mal, kein Problem. Gerade weil wir auch dasselbe Hauptattribut teilen. Ja, ist das natürlich auch nicht verkehrt, dass wir hier dann auch ein bisschen mehr Damage machen. Ne? Krieger gegen Paladin, so die alte Schildklasse gegen die neue Schildklasse. Ja, kann natürlich auch gewinnen, also der Gegner, wenn er halt eben die ganze Zeit blocken würde, so. Ne? Aber ja, er hebt sein Schild jetzt, aber wir auch unseres. Er kam nochmal so ein bisschen zurück, aber am Ende des Tages hat es nicht für den Sieg gereicht und wir konnten uns damit wieder einmal mehr ja, hier dem Tode entziehen, sag ich mal so. Ne? Ja, ansonsten kann ich erstmal soweit hier nicht großartig viel mehr machen, muss ich tatsächlich sagen. Wir könnten noch Alu spielen, so die restlichen Biere noch hier irgendwie trinken. Das können wir auch noch mal einmal machen. Wie gesagt, bevor wir hier irgendwie anderweitig die Abenteuerlust nutzen, ist es, glaube ich, wirklich am klügsten, beziehungsweise die Pilze nutzen, ist es am klügsten, die in der Abenteuerlust zu parken. Ich denke mal, da machen wir mit am meisten richtig, was das angeht. Und deswegen machen wir das einfach mal und mal schauen, ob wir hier noch ein Item rauskriegen. Ich hoffe mal, wir kriegen jetzt hier noch... Okay, nice. Hier ist so ein Skelett. Damit wir hier noch auf die 3 Sterne kommen. Sehr schön. Nehmen wir mit das Ganze. Wir haben auch echt gute Ressourcen. Ding ist bloß, das bringt uns halt alles nichts, wenn wir den Schmied noch nicht haben, ne? Leider hat uns das jetzt auch kein weiteres Item gegeben. Wir questen mal noch weiter. Ja, wir nehmen mal noch ein Bierchen an. Und nehmen mal die Hexe mit. Ja, ich glaube, hier nehmen wir mal wirklich die Quest auch wirklich an, die am meisten Sinn macht. Sonst hätte ich jetzt nämlich das Schwert genommen, weil das größer ist von der Abenteuerlust her, die verbraucht wird. Aber was bringt uns das? Wenn wir am Ende des Tages da auch nichts von gewonnen haben, beziehungsweise wenn wir nicht auf die volle Sternanzahl kommen. Und das ist halt eben das, was wir jetzt auf diesen Low-Level-Bereich noch so erreichen wollen. Gut, dann machen wir das noch. Ach komm, scheiß drauf, wir nehmen mal den Brunnen hier mit. Ja, vielleicht kommen wir trotzdem auf eine einigermaßen gute Anzahl an Sternen. Und vielleicht kriegen wir noch ein Item hier irgendwie rausgezogen. Das wäre natürlich noch ganz geil. So, nehmen wir noch das Bounty mit. Hoffentlich kriegen wir das auch. Nö, okay, alles klar. Damit erreichen wir leider nicht die 3 Sterne. Ja, sehr, sehr schade. Aber wir haben noch eine letzte kleine Quest offen. Haben wir jetzt überhaupt irgendeinen Gegenstand bekommen? Ich hatte eigentlich die Quest gespielt, in der Hoffnung, dass wir hier noch irgendwie ein Item oder sowas kriegen. Aber ich glaube, wir haben da Pech gehabt, was das anging, ne? Ich glaube, wir haben kein Item bekommen. 50 Sterne hier am Start. Alter Schwede. Ja, da haben wir unsere komplette Alu auch aufgebraucht, ja. Das ist auch krass. Und kein einziges Item. Ja, das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber was willst du machen, ne? Komm, wir blättern doch mal einmal hier im Waffenladen. Mich reizt es einfach zu sehr. Ich will wissen, was ich hier kriegen kann, so, ja, was hier noch so möglich ist. Okay, hier haben wir tatsächlich eine Stärkewaffe mit mehr Durchschnittsschaden und, ja, halt Stärke drauf ebenso, ne? Also, das könnte man sich überlegen tatsächlich. Mal schauen, was haben wir hier noch? Geschick, Ausdauer. Okay, da ist der Durchschnittsschaden aber nochmal um 10 höher.
Holy shit, die ist ja nochmal viel, viel besser. Alter, leider auch wieder geschickt drauf, aber dafür auch Ausdauer. Ja, das brauchen wir nicht weiter. Das Schild, Stärke Int, würde ich jetzt auch nicht tauschen wollen. Aber das Ding hier, das ist nochmal ein Stückchen besser. Ich würde mal sagen, dann nehmen wir das mal noch mit. Das ist ein direkter Tausch, den man eingehen kann. Hat auch keine Pilze gekostet, von daher ist okay. Und leider kriegen wir hier nur Items, die nicht für unser Attribut dementsprechend gut sind. Hier müssten wir wieder einen Pilz bezahlen extra. Aber ich glaube, das machen wir mal. Wäre hier Stärke-Ausdauer auf der Waffe, wäre die wirklich Top-Tier. Aber wir nehmen die mal mit. Ja, it is what it is. Was haben wir hier noch? Okay, 10 Pilze, vergiss es. Den Deal gehe ich nicht ein. So, ja, wir gehen mal noch ein bisschen in Glück vielleicht auch rein. So, ne? Das haben wir vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Gehen wir mal auf 100 erstmal. Ja, dann noch ein bisschen Ausdauer. Okay, dann stecken wir den Rest noch hier in Glück rein. Und ja, dann sind wir gut gewappnet, denke ich mal, für die nächste Folge. Wenn wir es schaffen sollten, den Nachtghoul zu besiegen, und das sieht jetzt, glaube ich, gar nicht so verkehrt aus mit der neuen Waffe, dann könnte es wirklich sein, dass wir dann demnächst auch schon die Festung bald frei haben auf Stufe 25 und ja, da dann unser Unwesen treiben können. Aber das ist natürlich dann erstmal für die nächste Folge vorherbestimmt. Wir sind immer noch nicht gestorben, das ist natürlich super. Und ja, mal gucken. Wir werden jetzt demnächst mal ein bisschen mit den Dungeons hier weiter versuchen aufzuräumen, dass wir jetzt hier nicht allzu lange immer warten, bevor der nächste Gegner kommt, weil ja, das ist, man hat ja gesehen, bisher war hier aus der Lichtwelt noch keine Herausforderung wirklich da. Deswegen werden wir mal das Tempo ein bisschen anziehen, würde ich sagen. Aber für die Folge war es das erstmal soweit heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.